Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es wieder ans Sägewerk und zwar heute mal kein Fichtenholz schneiden, sondern ja, ein besonderes Obstbaumholz, Marillenholz angeblich. Achtung! Ja, hier sieht man schon einen Riss. Der scheint da tiefgründig zu sein. Hier ein Ansatz schon auch von Feuchtigkeit. Wird sich auch herausstellen, ob das hier nur Flechte ist oder auch beziehungsweise nur an der Rinde ist oder dann auch ins Holz geht. Ja. Und erstmal schauen, wie wir den Stamm ausrichten. Also das hier ist ein wesentlicher Riss, dass wir den Riss versuchen etwa horizontal zu haben. Weil sonst geht er ja durch das ganze Brett, jedes Brett durch. Das wollen wir möglichst vermeiden. Gut, und dann habe ich halt hier noch so Spezialhalterungen. Jetzt hier die mal wegtun. Nämlich so. Dann kann ich halt die Spezialhalterung hier, gibt solche schönen Löcher, da einschrauben. Und diese große Überlegscheibe, die greift dann und ist der Gegenhalter, was sonst hier das macht. Ja. So. So. Ist jetzt eingespannt. Hier sieht man nochmal die Stammhalter. Wenn er jetzt natürlich auf einer Seite
angehoben werden müsste, dann funktioniert das nicht. Mit dem Stamm funktioniert das, weil wenn er jetzt hier hinten beim dickeren Ende aufliegen würde, dann würde er hier hochkommen. Das heißt, ich müsste hier hinten auch noch einen Keil unterlegen. Und dann käme er in eine Höhe, wo das nicht mehr funktioniert. Aber man sieht hier, er macht da hinten einen Bogen, hier noch einen Bogen. Aber ich habe jetzt quasi hier die beiden Stammbereiche als Anhaltspunkt genommen. Und da ist er quasi ausgerichtet. Wenn ich hier nur nach den Endstücken gehen würde, dann würde ich sonst wo landen, aber ja, dann den Hauptstammbereich dann nicht optimal ausnutzen. Ja, das heißt, jeweils in den Endbereichen wird es natürlich nicht optimal sein, das ist halt so. Aber im Hauptstammbereich soll es dann ordentlich werden. So, es sollen 2 Viererbretter rausgesägt werden und das Mittelbrett soll 30 mm stark sein, weil das ist ja dann das Minimum, was ich jetzt hier mit der Säge säge, und das soll um das Kernbrett sein. Das ist natürlich jetzt auch eine spannende Sache. Ja. Muss ich dann ausrichten, wo die Kernhöhe hier ist für das Kernbrett. So, hier sieht man, jetzt haben wir da einen Engpass. Das heißt, jetzt muss nochmal mit der Motorsäge hier ein bisschen beigeschnitten werden. So, hier die Kernhöhe und Wurzelende 12,5, Vogelende ist da halt von oben, wo die Vögel also mein Opa hat immer gesagt, dass die Vögel scheißen von oben nach unten, und das ist das Stammende, was oben ist, also die Vogelseite. Gut, sieht man halt hier das dünnere Ende, eigentlich die Vogelseite ist 17,5, sind 5 cm Unterschied. Eigentlich müsste es ja umgedreht sein. Wenn ich den Stamm einfach so auf das Sägebett lege, dann ist die dicke Seite, die Kernhöhe, höher ist als bei der dünnen Seite, und deshalb muss man die dünne Seite anheben. So normal, wenn man einen geraden Stamm halt hat. Hier ist es aber anders. Ach, die Natur macht, was sie will. Hier ist es anders. Und da sieht man halt, dass der Kern hier einmal mächtig nach oben verläuft und da mächtig nach unten. Also insgesamt 5 cm Kernverlauf. Das ist von der Holzqualität natürlich abwertend zu sehen, weil da bezüglich dieser natürlichen Gegebenheit, da kommt man ja nicht dran vorbei, da kann man nur das Beste draus machen, wie man so schön sagt. Das Beste draus machen, das heißt, mir jetzt hier einen Mittelwert bilden.
Ja, Mittelwert. Und das Kernbrett, das ist 3. Also das, weil der, wie gesagt, der Kern verläuft ja 5 cm und das Kernbrett 3 cm ist, kann das Kernbrett die Kernabweichung halt nicht auffangen. Geht halt nicht. Ja. So ist es halt hier mit dem Stamm. Und man kann sich sicherlich jetzt da noch eine Wissenschaft draus machen und überlegen, ja, wie kann man das nach bestimmten Gesichtspunkten noch irgendwo optimieren, aber das ist jetzt hier nicht, also ich würde jetzt, hier ist jetzt der Mittelwert angesagt, als Stammmitte anzunehmen. Sind wir wieder bei der tollen Schnitttabelle, Berechnung. Ja. Jetzt habe ich hier noch meinen Schnittcomputer, den wollte ich auch noch mal zeigen. Nonsens, das ist natürlich, das ist jetzt hier kein Schnittcomputer, sondern das ist ja ein Gimmick, ja, ein Witz, Glücksbringer, ein Glücksbringer, genau. Wo waren wir? Ja, wichtig ist jetzt halt hier die Kernhöhe jetzt neu festzulegen. Also es wäre dann hier in der Mitte, wenn dann halt die Kernhöhe 15. Kernhöhe 15. So. Da sind wir jetzt aber noch nicht fertig mit der Berechnung. Boah. Fällt so runter, weil, mach's ja mal dran, weil wollen ja das Kernbrett bauen. Das Kernbrett soll 30 stark werden. 30. Die Hälfte von 30 sind 1,5. Ja, ich komme. Hier. Der Kaffee ist schon in der Tasse, komm. Ja. Also das haben wir jetzt raus. Ich muss noch 1 mm dazu rechnen, weil PNC-Bandverschnitt. Und dann kommen wir auf 13,6. Die Kernhöhe. Diese 13,6. Da sollen ja jetzt 2 4er Bretter gesägt werden. Wenn ich dann 2 4er Bretter säge, ist der 13,6 mein Basiswert. Muss ich 2,7 addieren. 16,3 ist dann das der nächste Wert. 16,3. Dann hätten wir nochmal 19, genau. 19, sind wir auch schon. So, wir brauchen noch einen Wert. Das ist dann 21,7. Geht auch noch. 21,7. Dann sind wir 21,7. 24,4.
25,4. So, jetzt kommen wir langsam ans Ende. Jetzt wollte wir vielleicht noch ein dünneres Brett machen. 1 Zentimeter, 10 Millimeter. Also muss ich 13 Millimeter, 1,3 dazu zählen. Dann hätte ich 25,7. So, 25,7. Jetzt hier, no, also das wäre jetzt das Maximalmaß, macht ja hier hinten hoch. Da macht es jetzt keinen Sinn, noch weiter zu gehen, weil das ist dann die Schwade. Gut, so jetzt muss ich erstmal Pause machen. Ja, das hat eine schöne Maserung. Ja.
So. Muss ich mal angucken, die schöne Maserung und Verfärbung. Man hat anscheinend einen Schlag gekriegt hier, sich ein Bluterguss gebildet. Wahrscheinlich, ne? So, hier ist Fäulnis drin. Da ist auch Flüssigkeit. Ja, das ist halt so. Gut. Ansonsten denke ich mal, gutes Sägeergebnis.